Was wäre, wenn? Dass da immer noch so eine Lücke drin ist, die ich weiß, ich werde sie nie füllen können. Egal, wie viel Erfahrung und Spaß und Freundschaft. David Garrett ist mehr als nur ein Geiger. Er ist eine Sensation. Sein Weg vom jungen Wunderkind im Alter von 10 Jahren zur internationalen Sensation war bemerkenswert. Aber nicht ohne Herausforderungen. Seit Jahren fasziniert er die Welt mit seinen genreübergreifenden Songs, seinem Rockstar-Auftritt und seinem stillen Geheimnis. Aber irgendetwas war immer unter der Oberfläche. Die Fans raunten, Kritiker stellten Hypothesen auf, die Medien deuteten an. Mit 43 Jahren hat der Geigenvirtuose David Garrett endlich die Worte gesprochen. Jeder von uns hatte einen Verdacht. Und nachdem sie gehört haben, was er verraten hat, werden sie seine Musik nie wieder auf dieselbe Weise hören. Was glauben Sie, was David Garrett all die Jahre versteckt hat? Kommentieren Sie mit 1, wenn Sie glauben, dass es etwas Persönliches ist, und mit 0, wenn es etwas Berufliches ist. Wir wollen herausfinden, was die Fans denken. Garrett gab vor kurzem ein leidenschaftliches Interview, in dem er sich nicht zurückhielt. Und was er verriet, überraschte selbst seine engsten Fans. Die meiste Zeit meines Lebens habe ich 2 Versionen von mir gelebt, die auf der Bühne und die niemand sieht. Dann fügte er hinzu, ich hatte immer das Gefühl, dass ich perfekt sein muss. Das Wunderkind, aber innerlich war ich erschöpft, einsam, manchmal sogar verloren. Er gestand, dass der Druck des Ruhms ihn fast ruiniert hätte, besonders in seinen 30ern. Er gab auch zu, dass er mit Selbstzweifeln und der Angst kämpfte, andere, die ihn hoch schätzten, zu enttäuschen. Bevor ich darauf eingehe, was David Garrett letztendlich beeinflusst hat. Dieses Video gefällt dir, wenn du dich jemals unter Druck gesetzt gefühlt hast, perfekt zu sein. Abonnieren Sie diese Seite, um weitere Einblicke in das Leben von Musikern hinter dem Rampenlicht zu erhalten. Garrett offenbarte, dass sich um seinen 43. Geburtstag herum etwas verändert hat. Mir wurde klar, dass ich mich nicht länger verstellen konnte. Ich musste wieder lernen, Musik zu lieben. Für mich selbst, nicht für die Bühne. Er zog sich zurück, traf sich wieder mit Freunden, reiste in aller Ruhe und spielte einfach zum Spaß. Dieses Geständnis war nicht umstritten. Es war etwas Tieferes und Menschlicheres. Es war die Freiheit, fehlerhaft zu sein, authentisch zu sein. Wie kam es also zu diesem Geständnis? Werfen wir einen Blick zurück auf sein Leben. Frühe Jahre. Obwohl sein Vater die Geige für seinen älteren Bruder gekauft hatte, begeisterte sich der damals erst 4-jährige David Garrett für das Instrument. Er erlernte es schnell selbst und gewann innerhalb eines Jahres seinen ersten Wettbewerb. Im Alter von 9 Jahren gab er sein Debüt beim renommierten Kissinger-Sommer, was ihm den Weg zu einer außergewöhnlichen Karriere ebnete. Bereits im Alter von 7 Jahren zeigte sich sein Talent und er wurde in das renommierte Lübecker Konservatorium aufgenommen, wo er seine Fähigkeiten verfeinern konnte. Einige Jahre später, im Alter von 12 Jahren, begann er bei der berühmten polnischen Geigerin Ida Händel zu lernen. Er reiste durch ganz Europa. Garrett verließ sein Elternhaus im Alter von 17 Jahren, um seine Träume in größerer Eigenständigkeit zu verfolgen. Er studierte kurzzeitig am Royal College of Music in London, doch sein Aufenthalt dort war schnell beendet. Nach Abschluss des ersten Semesters wurde beschlossen, dass das RCM und ich getrennte Wege gehen würden. Ich konnte ein paar Kurse schwänzen, aber es gelang mir auch, ein paar zusätzliche Kurse zu belegen. Garrett ging 1999 nach New York, um seinen Abschluss an der renommierten Juilliard School zu machen. Er war entschlossen, seine künstlerischen Fähigkeiten auf die nächste Stufe zu heben. Er gedieh unter der Leitung und dem Unterricht des legendären Itzhak Perlman. 2003 gewann er den Kompositionswettbewerb der Juilliard School mit einer von Johann Sebastian Bach inspirierten Fuge. Sein Fachwissen ging über die Aufführung hinaus. Im Jahr 2004 erhielt er sein Diplom und festigte damit seinen Platz unter den Großen. Außerdem besuchte er Israel und nahm in den Sommern 1997, 1998, 1999 und 2002 an den Meisterkursen von Keshet Eilon teil. Seine Expedition führte ihn auch nach Israel. Seine Entwicklung von einem wissbegierigen 4-Jährigen zu einem Virtuosen von Weltrang war geprägt von Leidenschaft, Entschlossenheit und unerschütterlicher Hingabe an sein Handwerk. Seine Suche begann, als er noch ein wissbegieriges Kind war. Beschäftigung.
David Garrett zeichnete sich unter anderem durch sein außergewöhnliches frühes Können aus. Er veröffentlichte 2 CDs, trat im deutschen und niederländischen Fernsehen auf und spielte sogar in der Villa Hammerschmidt, der Villa des Bundespräsidenten. Im Alter von 11 Jahren erhielt er seine erste Stradivari-Geige als Geschenk von Bundespräsident Richard von Weizsäcker nach einem privaten Auftritt. Seine Karriere begann im Alter von 13 Jahren. Im selben Jahr erhielt er die Erlaubnis, die legendäre San Lorenzo Stradivari zu verwenden, eine der erlesensten Geigen aus Antonio Stradivaris goldenem Zeitalter. Garretts kometenhafte Entwicklung veranlasste die Deutsche Grammophon, ihn im zarten Alter von 13 Jahren unter einen Exklusivvertrag zu nehmen, was ihn zum jüngsten Solisten des Unternehmens überhaupt machte. Im Alter von 16 Jahren trat er bereits mit den Münchner Philharmonikern unter der Leitung von Zubin Mehta auf. Im Alter von 18 Jahren trat er bereits mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter Raphael Frühbeck de Burgos auf. Die Kritiker schätzten ihn sehr, und er wurde gebeten, auf der Expo 2000 in Hannover zu spielen. Im Alter von 21 Jahren gelang ihm ein weiterer bemerkenswerter Erfolg. Er wurde gebeten, bei den berühmten BBC Proms aufzutreten. Trotz Garretts Errungenschaften in der klassischen Musik war sein Weg alles andere als typisch. Während seiner Zeit in Juilliard verband er die Komplexität der Musik mit dem Reiz der Mode, indem er als Model arbeitete. Mit dieser Tätigkeit konnte er seinen Lebensunterhalt bestreiten. Obwohl er die Anforderungen seines Studiums und seiner Nebentätigkeiten bewältigen musste, behielt er seine Begeisterung für das Geigenspiel bei. Nach einiger Zeit konnte er sich eine eigene Geige zulegen. Ein Meisterwerk von Giovanni Guadagnini aus dem Jahr 1772. Doch 2008 kam es zu einer tragischen Katastrophe. Auf dem Heimweg von einem Konzert rutschte er aus, während er die Geige auf dem Rücken trug, und beschädigte sie dabei erheblich. Obwohl es ihm gelang, die Geige reparieren zu lassen, kaufte er fast sofort eine neue Stradivari, damit seine Musik nicht in Vergessenheit gerät. David Garretts Aufstieg vom Wunderkind zu einer weltweiten Berühmtheit war geprägt von seinem Talent, seiner Ausdauer und seiner beharrlichen Beschäftigung mit seinem Instrument. David Garrett wollte die Kluft zwischen dem Publikum, das klassische Musik hörte, und dem, das zeitgenössische Musik hörte, überbrücken und so die Grenzen der traditionellen klassischen Aufführung erweitern. Einen wichtigen Schritt in diese Richtung machte er mit seinem Album Encore, das 2008 erschien und eine Mischung aus klassischen Kompositionen und zeitgenössischen Arrangements enthielt, um ein jüngeres Publikum anzusprechen. Bei seinen Konzerten brachte er eine breite Palette von Musikstilen zusammen, darunter Rockhymnen, Filmmusik und klassische Sonaten. Mit seiner Band, zu der ein Klavier, eine Gitarre und ein Schlagzeug gehörten, veränderte er das Auftrittserlebnis, indem er der klassischen Musik eine moderne und dynamische Atmosphäre verlieh. Garrett erhielt eine Stradivari von den Gli Archi di Palazzo Comunale als Dankeschön für seine Teilnahme an Einführungsveranstaltungen in Rom, New York, Hongkong, Berlin und London. Garretts Bekanntheitsgrad wuchs und ermöglichte es ihm, auch außerhalb der Musikbranche tätig zu werden. 2007 wurde er zum Botschafter für die Montblanc-Kollektion Montegrappa Tributo ad Antonio Stradivari ernannt, die in Zusammenarbeit mit der Luxusuhrenfirma entstand. Garrett weckte 2011 die Neugier der Menschen rund um den Globus mit seiner Interpretation von Nirvanas Smells Like Teen Spirit. Bei der Royal Variety Rendition bewies er seine Fähigkeit, Rock mit Geigenkunst zu verbinden. Als Jurymitglied bei den 9. jährlichen Independent Music Awards zeigte er seine Unterstützung für aufstrebende Künstler. Trotzdem blieb sein kreatives Schaffen konstant. Ein Jahr später, im Mai desselben Jahres, trat er beim UEFA Champions League Finale mit dem deutschen Sänger Jonas Kaufmann auf. Im Jahr 2012 veröffentlichte er das Album Music unter seinem eigenen Namen. Im Jahr 2014 startete er eine Crossover-Tournee, auf der er eine Mischung aus klassischen und aktuellen Genres auf die Bühne brachte. Garrett spielte die Rolle des Niccolò Paganini in dem Film The Devil's Violinist 2013. Garretts Bestreben, sein künstlerisches Spektrum zu erweitern. Im selben Jahr veröffentlichte er das Album Garrett vs. Paganini. Paganini, ein Album, das von den Kompositionen des Virtuosen inspiriert ist. Zu den Originalstücken auf seinem 2015 veröffentlichten Album Explosive gehören Innovation, Furious, Serenity und Melancholia.
die sein Profil als Musiker und Komponist schärften. Im Jahr 2017 veröffentlichte er den Track Bittersweet Symphony, der als Vorgeschmack auf sein Album Rock Revolution diente. Mit dieser Single stellte er sein Talent unter Beweis, berühmte Melodien neu zu interpretieren. 3 Jahre später hatte er die Ehre, beim großen Preis der Formel 1 in der Eifel im Oktober 2020 die deutsche Nationalhymne zu singen. Wenige Tage später veröffentlichte er Alive, My Soundtrack, eine persönliche Anthologie von Songs, die seine Reise durch die Welt der Musik beeinflusst haben. Vom Konzertsaal bis zur Leinwand, von klassischen Klassikern bis zu Rock-Neuinterpretationen zeigte David Garrett, dass Musik keine Grenzen kennt. Sie ist lebendig, expandiert und unbegrenzt, indem sie ihre Inklusivität unter Beweis stellt. Doch der Erfolg war mit großen Belastungen verbunden. Und David hatte mit Herausforderungen zu kämpfen, die niemandem sonst bewusst waren. Persönliche Streitigkeiten begannen seine Leistungen zu überschatten und verstärkten sich mit dem rasanten Aufstieg seiner Karriere. Es wird noch viel mehr kommen. Wenn Ihnen dieses Video gefällt, sollten Sie es abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren, damit Sie keine weiteren Beiträge wie diesen verpassen. David Garretts Privatleben und rechtliche Probleme. David hat in letzter Zeit 2 schwierige Jahre hinter sich, die von unerfreulichen Nachrichten geprägt waren. Garrett hat sich lange Zeit nicht zu dem Thema geäußert. Doch nun hat er zur Überraschung aller eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen die ehemalige Pornodarstellerin Ashley Juden erstattet, die früher mit dem deutschen Stargeiger verlobt war. Es folgte ein umstrittener Rechtsstreit, der letztlich das Image des perfekten Schwiegersohns beschädigte. Nach einem Rechtsstreit vor dem Supreme Court of New York hat David Garrett mit seinem ehemaligen Partner einen privaten Vergleich geschlossen. Beide Parteien nahmen an dem Verfahren teil. Garrett wies die Vorwürfe seiner Ex-Freundin, einer heute 28-jährigen ehemaligen Pornodarstellerin, die behauptete, während ihrer Beziehung missbraucht und unter Druck gesetzt worden zu sein, vehement zurück. Im Februar 2016 erklärte er, ich bin nicht jemand, der sich aggressiv verhält, das liegt einfach nicht in meiner Natur. Später behauptete er in einem Interview mit der deutschen Zeitung Die Welt, sein ehemaliger Partner habe ihn zu Unrecht verleumdet. Ashley Juden hatte offenbar am 13. August 2014 einen Begleitservice für David Garrett gebucht, woraufhin sich die beiden ineinander verliebten und kurz darauf anfingen, sich zu treffen. Ashley Juden verlangte in dieser öffentlich viel beachteten Klage $12 Millionen von Garrett. Der Sänger hat alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe stets zurückgewiesen. An diesem Punkt gehen ihre Erzählungen jedoch auseinander. Ashley Juden behauptet, dass ihr erster Streit um die Weihnachtszeit 2014 begann, als Garrett angeblich plante, eine Sklavin zu bestellen, dies aber nicht in die Tat umsetzte. Garrett war Berichten zufolge im Januar 2015 in einen Unfall mit seiner Ex-Freundin verwickelt, der einen Krankenhausaufenthalt erforderlich machte. Außerdem soll er sie überredet haben, ein Getränk zu konsumieren, das er für sie bereitgestellt hatte. Eine weitere Tragödie ereignete sich im Oktober 2015, als Garrett beschuldigt wurde, sie nach einem Streit auf einen Tisch gestoßen zu haben, wodurch sie sich eine Rippe brach. Im Januar 2016 wurde er beschuldigt, sie während eines Streits verletzt und ihr Telefon zerstört zu haben, um sie davon abzuhalten, den Vorfall zu melden. Diese Anklage erfolgte nach der vorangegangenen. Ihre Beziehung endete im Februar 2016. Garrett glaubt, dass er unschuldig ist und erklärte vor der ganzen Welt, es gibt keine Gewalt in meinem Leben. Um es einfach auszudrücken, ich bin der geduldigste und vernünftigste Mann. Ich habe in meinem Leben noch nie eine Frau oder einen Mann geschlagen. Sie können sich von einer meiner früheren Freundinnen beraten lassen. Und nicht nur das, David Garretts Vater, Georg Bongartz, unterstützte seinen Sohn. Garrett selbst sah, dass alle Interaktionen zwischen Garrett und Ashley Juden einseitig und frei von Gewalt oder Zwang waren. David Garrett ist ein guter und ehrlicher Mensch, der jedoch häufig versucht, sich von anderen ausnutzen zu lassen. Er steht schon seit seiner Jugend auf der Bühne, doch trotz seiner langjährigen Erfahrung ist er vor jedem Auftritt nervös. Niemand ist davor gefeit, Fehler zu machen. Ich habe daran teilgenommen. Persönlich macht es viel mehr Spaß. Ich mache gerne Fehler. So wird alles wieder zum Leben erweckt. Ich freue mich immer auf etwas Unerwartetes. So wurde es ihm in einem Interview beschrieben. David Garretts Probleme und Dilemmas. Garrett ist sichtlich verärgert über einen bestimmten Fehler,
die Beziehung zu Ashley Juden, seiner damaligen Verlobten, erklärt. Warum die ehemalige Escort-Dame den Künstler plötzlich verklagte und behauptete, der Geiger habe sie während einer sexuellen Begegnung körperlich misshandelt. Die Forderung belief sich auf 18 Millionen Euro. Der 37-Jährige antwortete auf die Klage mit einer Gegenklage wegen Verführung und wies die Vorwürfe zurück. Wie hat sich die Situation derzeit entwickelt? Die Situation ist genau so, wie sie ist. Medienberichten zufolge wurde schließlich eine Lösung gefunden. Im Fall von Garrett war dieser Vorfall ein deutlicher Ausdruck menschlicher Unzufriedenheit. Die Verfahren sind abgeschlossen und die Angelegenheit ist erledigt. Er betonte jedoch, dass das Problem nicht in Vergessenheit geraten sei. Für viele sei dies eine schreckliche Zeit mit einem unglücklichen Ausgang gewesen. Seine Gedanken drehten sich um die Notwendigkeit des Verstehens. Dies zwingt sie dazu, zu analysieren, wen sie in ihrem inneren Kreis behalten wollen. Was die Freundschaften betrifft, so gab es zweifellos ein bedeutendes Ereignis, das mich zur Vorsicht mahnte. Garrett hat die feste Absicht, in der Zukunft eine Familie zu gründen, trotz allem, was passiert ist. Und er hofft weiterhin, die wahre Liebe zu finden. Es gibt nur ein kleines Problem. Zuerst müssen sie die richtige Frau finden. Dann werden wir sehen, was passiert. Garrett gibt zu, dass er trotz seiner glänzenden Musikkarriere kein besonders glückliches Liebesleben hatte. In einem offenen Gespräch mit der Bunten erklärt er, wie schwierig es war, eine Liebesbeziehung aufrechtzuerhalten, während er gleichzeitig seiner Leidenschaft für die Musik nachging, ständig unterwegs war und nur wenig Zeit für seinen Alltag hatte. Er gibt offen zu, dass ich oft fehl am Platze war. Würde ihn nach vielen Monaten der Trennung verstehen können. Während seines Aufenthalts in Israel lernte er eine Frau kennen, die ihn ermutigte, sich an der Joliot School in New York zu bewerben. Er erinnert sich, dass sie diejenige war, die ihn dazu überredete. Er denkt sich, dass sie mich zwar betrogen hat, wir aber trotzdem eine tolle Zeit miteinander hatten. Garrett hingegen betrachtet Unehrlichkeit und Untreue als Ausschlusskriterien, die nicht erreicht werden können. Wenn jemand eine Lüge sagt, erzählt er gleich die nächste. Garrett ist der Meinung, dass es derzeit unmöglich ist, eine Familie zu gründen. Was habe ich einem Kind zu bieten? Und was kann ich einem Kind auf der anderen Seite bieten? Als Künstler habe ich einfach nicht die Zeit, mich einem Kind zu widmen, das Liebe und Zuneigung braucht. Ich bin 240 Tage im Jahr auf Tournee. Ich kann kein Kind auf Langstreckenflügen mitnehmen. Und wenn ich eine Familie hätte, müsste ich aufhören, aufzutreten und zu reisen. David Garrett, 44, ist nicht bereit, dieses Opfer zu bringen. Er ist derzeit in einer festen Beziehung und möchte so viel Vertraulichkeit wie möglich wahren. Dennoch teilt er bestimmte Fakten über seinen Partner mit. Sie hat ihr eigenes Leben und einen erfolgreichen Beruf. Sie nimmt an einigen meiner Veranstaltungen teil, ohne dass es jemand merkt. Sie gehört nicht zu den Frauen, die beim Gang über den roten Teppich im Mittelpunkt stehen wollen. Individuelle Entwicklung und zwischenmenschliche Beziehungen. Ich habe großen Respekt vor ihr. Das Leben von David Garrett ist ein Beispiel für die dynamische Beziehung zwischen den Hürden der Liebe und dem beruflichen Erfolg. Garrett betont auch, dass er ihren Namen nicht preisgeben möchte, da sie dadurch im Internet viel Kritik auf sich ziehen würde, was er für sie verhindern möchte. Dies zeigt sich insbesondere in der engen Beziehung zu seiner Mutter und dem Rest seiner Familie. Er hat einen Weg der kreativen Entfaltung, der Entwicklung familiärer Bindungen und des persönlichen Wachstums gewählt. Trotz seines enormen Ruhms hat er sich seine Bescheidenheit und Bodenständigkeit bewahrt, was sich in über 4,5 Millionen verkauften CDs und ausverkauften Veranstaltungen niederschlägt. David hat den Ruf, ein freundlicher und liebenswürdiger Mann zu sein, der für seine Bereitschaft bekannt ist, den Mitgliedern seiner Familie gegenüber Mitgefühl zu zeigen. Angesichts seiner liebevollen Art fällt es seinen Anhängern schwer zu glauben, dass er jemals gemein zu seiner Ex-Freundin gewesen sein soll. Das liegt daran, dass er ein sehr mitfühlender Mensch ist. In einem kürzlich geführten Interview erklärte seine Mutter, ihr Sohn sei aufrichtig, offen, ehrlich und im Allgemeinen ziemlich gut. Außerdem bezeichnete sie ihn als ihr Kind. Schließlich erwähnt sie, dass er ein wunderbarer Sohn ist. Die Tatsache, dass David die Einzigartigkeit ihrer Verbindung hervorhebt und wie gerne er Zeit mit ihr verbringt, wird nicht vergessen. Es ist offensichtlich, dass er seine familiären Bindungen schätzt, was sich darin zeigt, dass seine Mutter ihn auf seinen Tourneen begleitet, ihn hinter der Bühne unterstützt und sich aktiv an den umfangreichen Vorbereitungen für seine Auftritte beteiligt.
Trotz Davids Berühmtheit betrachtet seine Mutter ihn immer noch als ihr Kind. David macht eine Pause, um darüber nachzudenken, warum sie das so sieht. Er fügt hinzu, dass er sich selbst nicht als Prominenten betrachtet. Menschen, die Leben retten, sind eher geeignet, ein Star zu sein, als diejenigen, die auf der Bühne Geige spielen. Stars sind Ärzte, die in der Lage sind, Leben zu retten. Er bemerkt auch, dass seine Mutter ihn weiterhin zu Arztterminen begleitet, was ein Beispiel für die Bescheidenheit ist, die er in seinem Alltag an den Tag legt. Sie ist nicht nur um sein Wohlergehen besorgt, sondern hilft ihm auch dabei, sich an seinen strengen Zeitplan anzupassen. Laut David sind Musiker daran gewöhnt, unter schwierigen Bedingungen aufzutreten und sind bereit, dafür sowohl körperliche Beschwerden als auch seelisches Leid zu ertragen. Obwohl seine Mutter früher als Balletttänzerin gearbeitet hat, ist sie sich ihrer eigenen körperlichen Einschränkungen nicht bewusst, bis sie wiederholt darauf angesprochen wird. Sie stimmt ihm zu und unterstreicht ihre tiefe Verbundenheit, indem sie sagt, er kümmert sich sehr gut um mich und wir kümmern uns umeinander. Ihre Interaktionen sind durch echte Fürsorge motiviert, da sie sich in stressigen Momenten gegenseitig unterstützen. Dies ist der motivierende Faktor für diesen Diskurs. David lächelt und sagt, das reicht für den Moment. Er weiß, dass das Thema Enkelkinder zu einem sehr persönlichen Problem wird, sobald es zur Sprache kommt. Seine Mutter hat angeblich bereits 3 Enkelkinder. David arbeitet derzeit an einer Reihe von spannenden Projekten, von denen eines sein Debüt als Songwriter markiert. Dieser neue künstlerische Ansatz zeigt seinen Wunsch, sich als Künstler weiterzuentwickeln und gleichzeitig eine positive Verbindung zu seiner Mutter aufrechtzuerhalten. Vorerst konzentriert sich David auf seine musikalischen Projekte. David Garretts Gesundheit hat durch den Dauerstress, den seine Arbeit verursacht, bereits Schaden genommen. In einem Interview mit Bild sprach der Künstler offen darüber, dass der Erfolgsdruck seine Gesundheit fast zerstört hat. Bild war bei dem Gespräch dabei. Aber im Moment geht es ihm viel besser. Und er ist entschlossen, ein besseres Gleichgewicht zwischen seinem Arbeitsleben und seiner allgemeinen Gesundheit und Zufriedenheit zu finden. Medizinische Probleme und Heilung. David Garretts Beruf war sehr schnelllebig und verlangte von ihm große Opfer. In einem Interview sagte der bekannte Musiker, dass seine Auftritte oft ziemlich knapp bemessen waren. Gleichzeitig unternahm er zermürbende Tourneen und Reisen nach Übersee und verbrachte stundenlanges Üben, manchmal sogar im Van vor dem Schneidersitz. Während der Rest der Besatzung schlief, übte er weiter auf den Toiletten, auch während sie in der Luft waren. Sein chronischer Stress wurde durch die Tatsache verstärkt, dass er über viele Zeitzonen hinweg fliegen und an zahlreichen Auftritten teilnehmen musste. Mein Herz schlug schnell. Einen Moment lang fühlte ich mich wie ein Adrenalinball. Bei einem Auftritt im Jahr 2015 hatte er Herzprobleme und Panikattacken, weshalb seine Auftritte möglicherweise verkürzt wurden. Mein Körper zitterte und ich hatte das Gefühl, ich könnte die Wände hochlaufen. In dieser Situation wusste ich, dass ich sterben würde. Er sagte, alles in meinem Körper zittert. Die Anhänger von David Garrett waren beunruhigt, als er 2018 seine gesundheitlichen Probleme offenbarte. Der 38-jährige Patient litt seit mehreren Monaten an einem schweren Bandscheibenvorfall und kämpfte um seine Genesung. Aufgrund seiner physiotherapeutischen Behandlung war es ihm unmöglich, Geige zu spielen oder öffentlich aufzutreten. Er litt während dieser Zeit. In einem Interview mit Bild sagte er, ich kann mich an keinen einzigen Tag in meinem Leben erinnern, an dem ich nicht Geige gespielt habe. Am Anfang war der Verlust meines Instruments ein Albtraum. Während ich eine schreckliche Zeit durchmachte, konnte der Geiger wichtige Lehren ziehen. Endlich war die Zeit gekommen, in der ich mich entspannen und meinen Aufenthalt in New York und Berlin genießen konnte. Es scheint, als fehlte in meinem Leben alles, was als normal gilt. Garrett gab an, dass er, weil er oft aufgeregt war, zahlreiche Spaziergänge unternahm und viele neue Freunde fand. Er erkannte auch, dass er seine Arbeit reduzieren musste, weshalb ihm das Spielen strikt untersagt wurde. Es war ein Albtraum, da ich meine Geige nicht mehr hatte, obwohl er von einer Operation hätte profitieren können, entschied er sich dagegen. Der Gedanke, dass ich nie wieder Geige spielen könnte, machte mir Angst. Die Ärzte haben mir verboten, mein Instrument zu berühren. Seine Logik war, dass eine regelmäßige Physiotherapie eine sicherere Alternative sei, als ein Schnitt mit dem Messer in der Nähe der Nerven. Jetzt geht es ihm wieder besser, was vielleicht auch daran liegt, dass er wieder mit neuem Elan Geige spielen kann.
Im Laufe seiner Karriere hat sich David Garrett als hervorragender Geiger einen Namen gemacht, der gekonnt Teile der Crossover-Musik mit klassischen Musikstilen verbindet. Eine Entwicklung in der Musik. Garrett hat sich neben seiner Gesangskarriere auch in der Mode- und Filmindustrie etabliert. Er war auch einer der Hauptproduzenten des Films Der Teufelsgeiger und brachte seine eigene T-Shirt-Linie heraus. Im Laufe seiner Karriere konnte er auf einigen der berühmtesten Geigeninstrumente spielen, darunter eine Stradivari und eine Guarneri del Gesù. Aufgrund seines außergewöhnlichen Talents erhielt er mehrere Auszeichnungen, darunter den Europäischen Kulturpreis Taurus und den ECO-Musikpreis, unter anderem für den Künstler mit den meisten verkauften Exemplaren im Jahr. Von 2008 bis 2010 stellte er einen Guinness-Weltrekord für den schnellsten Geiger auf und bewies damit sein unglaubliches Können. Wir danken Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unseren Film über David Garrett und seine jüngsten Enthüllungen anzuschauen. David Garretts Karriere zeigt nicht nur sein außergewöhnliches Können, sondern auch sein Engagement, sich als Künstler ständig zu verbessern und viele Musikstile zu integrieren. Eine Inspiration. Nicht nur durch seine Musik, sondern auch durch seine Lebensgeschichte und seinen Wunsch, Herausforderungen zu meistern, ist David Garrett für viele andere eine Quelle der Motivation. Die Begeisterung und die Hingabe des Publikums sind wichtige Motivatoren, die es ihm ermöglichen, seinen Beitrag zu leisten. Und er sagt regelmäßig, dass die Musik die stärkste Inspirationsquelle ist, die ihm hilft, die schwierigsten Umstände zu überwinden. Er sagt auch, dass die Musik die stärkste Inspirationsquelle ist, die ihn weitermachen lässt. David Garrett verfügt neben seinem künstlerischen Talent über eine wirklich ergreifende persönliche Geschichte. Die Herausforderungen und Schwierigkeiten, mit denen er konfrontiert war, haben ihn beruflich vorangebracht und seine mentale Stärke und Ausdauer unter Beweis gestellt. Er bringt seine Leidenschaft für die Musik weiterhin zum Ausdruck, überwindet alle Grenzen und erobert die Herzen der Zuhörer nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch in der ganzen Welt. Die Geschichte von David Garrett lehrt uns, dass wir über Widrigkeiten triumphieren und unsere Ziele erreichen können, wenn wir von Leidenschaft und Beharrlichkeit angetrieben werden. Ganz gleich, wie schwierig sie auch sein mögen. David Garrett, ein talentierter Violinist, ist nicht nur für seine herausragende musikalische Karriere bekannt geworden, sondern auch für die persönlichen Anekdoten, die er über sein Leben nach seinem Ausscheiden aus der Musikbranche erzählt hat. Der 43-jährige Garrett gab bekannt, dass er nicht vorhabe zu heiraten, was viele Bewunderer und auch die Presse neugierig gemacht hat. Überlegungen zur Heirat. In vielen Interviews hat David Garrett seine Wertschätzung für die Freiheit und Unabhängigkeit, die er genießt, zum Ausdruck gebracht. Er war der Meinung, dass eine Heirat und die Gründung einer Familie für ihn aufgrund seines vollen Terminkalenders und seiner häufigen Auslandsreisen eine Herausforderung darstellen würde, die möglicherweise sein berufliches und privates Leben gefährden könnte. Garrett zeigte sich zufrieden mit seiner derzeitigen Situation, die es ihm ermöglicht, sich ausschließlich auf seine musikalischen und persönlichen Aktivitäten zu konzentrieren, ohne von den Verpflichtungen gegenüber seiner Familie abgelenkt zu werden. Wie wertvoll eine Karriere auch sein mag, für David Garrett ist die Musik mehr als nur ein Beruf. Sie ist auch das, was er am meisten liebt. Schon in jungen Jahren widmete Garrett sein ganzes Leben dem Studium und der Perfektionierung seiner Geigenkünste. Er widmete seine ganze Zeit und Energie diesem Ziel. Doch obwohl ihm dies weltweit Ruhm und Anerkennung einbrachte, war er auch ein Opfer seiner Zeit und seines Privatlebens. Da Garrett nicht verheiratet ist, kann er sich ausschließlich auf seine Arbeit konzentrieren und seinen kreativen Geist in Bezug auf seine Kompositionen bewahren. Das Leben des Einzelnen und die eigene Zufriedenheit. Als alleinstehender Mann hat David Garrett geäußert, dass er keine Gefühle von Einsamkeit oder Elend empfindet. Andererseits schätzt er die Anpassungsfähigkeit und die Möglichkeit, die Welt zu bereisen, mit neuen Menschen in Kontakt zu kommen und neue Aktivitäten zu unternehmen. Darüber hinaus ist Garrett in der Lage, seine Widerstandsfähigkeit und sein Lebensglück zu erhalten, weil er viel Zeit mit seiner Familie und seinen Freunden verbringt. Die Freiheit, sich auf sich selbst zu konzentrieren, sich um seine Gesundheit zu kümmern und persönlichen Hobbys nachzugehen, die nichts mit Musik zu tun haben, ist etwas, das er sehr schätzt. Das ist ein Rat, den David Garrett jungen Menschen regelmäßig gibt. Sie sollten ihr Leben auf ihre eigene Art und Weise leben und sich nicht von den Erwartungen der Gesellschaft beeinflussen lassen.
Er ermutigt jeden, die Dinge in seinem Leben zu finden, die ihm tatsächlich Befriedigung und Sinn geben, und diese Dinge dann zu verfolgen. Da er Musik sehr schätzt und einen ausgeprägten Sinn für persönliche Autonomie hat, ist Garrett der Meinung, dass es besser gewesen wäre, wenn er im Alter von 43 Jahren nicht geheiratet hätte. David Garrett ist ein großartiges Beispiel für einen Künstler, der die Entscheidung getroffen hat, sein Leben im Einklang mit seinen eigenen Überzeugungen zu leben und sich auf seinen Beruf und seine Liebe zur Musik zu konzentrieren. Er vertritt damit nicht nur seine eigenen Überzeugungen von Glück und Unabhängigkeit, sondern dient auch als Beispiel für viele andere, sich selbst treu zu bleiben und sich nicht den Erwartungen der Gesellschaft anzupassen. Seine Entscheidung, im Alter von 43 Jahren nicht zu heiraten, kann als Darstellung seiner eigenen Werte gesehen werden. Dank seines enormen Könnens und seiner Beharrlichkeit konnte Garrett nicht nur auf der Weltbühne aufblühen, sondern auch in den Herzen seiner Mitmenschen. Eine weitere Beobachtung, die wir machen, ist, dass während der Krise mehr als ein Viertel der Lehrer keine Unterstützung erhalten hat und dass es auch an finanziellen Mitteln mangelte. Eine analoge Situation besteht in Deutschland. Einer der auffälligsten Unterschiede zwischen Deutschland und der OECD ist, dass die Bereitstellung von Internetressourcen für Lehrkräfte langsamer vonstatten ging. Was die Infrastruktur betrifft, so ist es sehr offensichtlich, dass die Digitalvereinbarung nur für Kindergartenkinder gilt. Die Zahl der Schüler in Deutschland, die in ihren Bildungseinrichtungen Zugang zu digitaler Technologie haben, ist nach wie vor viel geringer als in anderen Ländern. Noch schwieriger ist die Bewertung der Kenntnisse und Fähigkeiten der Lehrkräfte durch das Schulamt. Ähnlich wie in den anderen Ländern befindet sich Deutschland im unteren Drittel. Es ist anzumerken, dass es sich hierbei nicht um eine objektive Bewertung der Arbeit der Lehrer handelt, sondern um die Einschätzung der Schulbehörde. Nach der von der Schulbehörde durchgeführten Überprüfung hat jedoch nur etwa die Hälfte der Schüler Lehrer, die in der Lage sind, die Technologie im Unterricht effektiv zu nutzen. Auch die Unterstützung durch die Ausbilder ist möglich. In Deutschland gibt es noch viel zu tun, um Erzieherinnen und Erziehern die Möglichkeit zu geben, ihre berufliche Laufbahn voranzutreiben. Es ist zu bedenken, dass der Großteil der in den asiatischen Ländern eingesetzten Technologie von Lehrern entwickelt wird. Dies gilt insbesondere für die asiatischen Länder. Die Entwicklung solcher Instrumente wird nun aktiv durch Forschungsanstrengungen vorangetrieben, die in Schulen, Schulorganisationen und Schulgruppen durchgeführt werden. Das deutsche Bildungssystem kauft solche Technologien nicht. Wenn es um die Formulierung und Entwicklung der grundlegenden Ideen geht, spielen die Schulen jedoch keine so große Rolle. Es ist eine wunderbare Chance, sich ein großes Wissen anzueignen. Ich glaube, dass auch Estland und Finnland starke Konkurrenten um diese Position sind. Es gibt mehrere Arbeitsgruppen sowie zahlreiche kleine Unternehmen, die echte Innovatoren sind und einen wichtigen Beitrag zu den Schulen leisten. Dass diese Angebote auch für die Lehrer und Schüler sehr relevant sind. Was halten Sie von David Garretts Eingeständnis? Teilen Sie Ihre Gedanken mit. Mussten Sie jemals zwischen Perfektion und Frieden wählen? Tippen Sie so, als ob Sie seine Ehrlichkeit bewundern. Melden Sie sich an, um mit uns auf eine weitere Reise in das unbekannte Leben berühmter Persönlichkeiten zu gehen, die wir zu kennen glaubten. Hinter jedem Scheinwerferlicht steckt eine Seele. Bis zum nächsten Mal.